Sehr geehrter Michail Chodorkowski, wenn Memorial Deutschland gebeten wird, Ihnen zu Ihrem 50. Geburtstag zu gratulieren, so stellt sich zunächst eine gewisse Verlegenheit ein. Kann man Ihnen, der seit 10 Jahren sein Leben in russischen Gefängnissen und Lagern verbringen musste und noch immer verbringt, und der, wenn man den öffentlichen Verlautbarungen Glauben schenken kann, erst im Jahre 2014 das Licht der Freiheit wiedersehen darf, kann man Ihnen dann gratulieren. Durch 2 politische motivierte Gerichtsverfahren und Verurteilungen, im Vorfeld durch den russischen Präsidenten höchstpersönlich vorverurteilt, haben sie nicht nur ihre Freiheit eingebüßt, sondern mussten auch mit ansehen, wie ihr Lebenswerk, der Yukos Ölkonzern, vor ihren Augen zerschlagen wurde. Kann man also, so fragen wir nochmal, Ihnen gratulieren? Im herkömmlichen Sinne sicher nicht. Dazu fehlt die innere Freude und die Gelöstheit, die man sonst einem Jubilar unter normalen Umständen entgegenbringt. Und doch, gerade deshalb, wir können und wollen Ihnen gratulieren, wenn man nicht nur Ihre wirtschaftlichen Erfolge, Ihr soziales Engagement, und wir denken jetzt vor allen Dingen an das Podmorkowski-Lyzeum, das Sie ja begründet haben, wenn man nicht nur an Ihre öffentlichen politischen Aktivitäten, und ich erinnere an Offenes Russland, berücksichtigt, die Aktivitäten, die Sie in die 90er Jahre bis hin zu Ihrer Verhaftung im Juni 2003 auszeichneten und bekannt machten, sondern wenn man sich vor allem Ihre Willenskraft, Ihre Furchtlosigkeit und Ihre Unbeugsamkeit während der Gerichtsverhandlungen und während der Haft vor Augen führt. Und dies alles noch verbunden mit einer erstaunlichen Veränderung und Reifung Ihrer Persönlichkeit. Wir hören von einem ehemaligen Mitarbeiter, dass Sie an Ihrem Leiden gewachsen seien, und hören von Ihrer Ehefrau, dass Sie menschlicher geworden sind. Und wir können das auch aus Ihrem Buch, Ihrem biografischen Buch Mein Weg entnehmen. Sie gaben hier zu, dass Sie erst im Laufe der Jahre Ihres Lebens gelernt haben, was Begriffe wie Demokratie und Wirtschaft bedeuten und was es heißt, Verantwortung für soziale Belange zu übernehmen. Und dabei haben Sie doch zugegebenermaßen noch bis 1998 den Menschen als Menschen im eigentlichen Sinne und im eigentlichen Wert noch nicht im Blick gehabt. Und entgegen Ihrer Aussage, dass 10 Jahre Haftzeit einen Menschen dauerhaft schädigen muss und dass die familiären und freundschaftlichen Verbindungen zerreißen können, lassen gerade Ihre Aufzeichnungen im zitierten Buch Mein Weg erkennen, dass Sie offenbar von diesen Erfahrungen weitgehend verschont geblieben sind. Was, so fragen wir, gab Ihnen eigentlich die Kraft? Nicht nur die Kraft zum Überleben, nicht nur das, sondern auch die Fähigkeit, sich zu einer Persönlichkeit zu entwickeln, die Sie zum bekanntesten Häftling in Russland und zu einem Sinnbild eines neuen demokratischen Russlands haben werden lassen. Sicherlich sind es Ihre ureigensten Anlagen seit der Geburt, sicherlich sind es Prägungen durch das Elternhaus, sicherlich ist es auch Ihre Selbsterkenntnis, indem Sie sagen, ich bin kein idealer Mensch, aber ich bin ein Mensch mit Ideen. Das heißt, es sind immer die Ideen, die Sie vorwärts reißen und die Sie zu anderen Ufern führen. Aber in letzter Zeit haben Sie vor allem etwas ganz Wichtiges über sich gesagt. Sie sagten, ich habe Glück mit den Menschen. Und diese Worte sind ja wohl erstmal gerichtet an all jene Menschen, die während der Zeit ihrer Anfechtung mit Zuspruch und Tröstung ständig an ihrer Seite waren. Ihre Ehefrau, ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Freunde. Aber, so muss man wohl sagen, ein Glück mit den Menschen ist ja ein wechselseitiges Geschehen. Auch Sie müssen ein Glück für die Menschen gewesen sein, und offenbar sind Sie es immer noch. Also gratulieren wir Ihnen aus vollem Herzen und wünschen,
dass Sie in Zukunft weiterhin ein unverbrüchliches Glück mit den Menschen haben. Und zu den Menschen, auf deren Sympathie Sie hoffentlich auch zu Ihrem Glück rechnen können, gehören die Menschen, die sich im Memorial Deutschland versammelt haben, weil ihnen das Schicksal Russlands und ihr Schicksal, Michail Chodorkowski, am Herzen liegen. Und wir hoffen vor allen Dingen inständig, dass Sie im Jahre 2014 wieder die Freiheit erlangen. Und dann werden wir uns vielleicht mit Ihnen dafür einsetzen, dass das Wirklichkeit wird, was Sie in Ihrem Buch klar als Ziel formulierten. Ein starkes, modernes Russland ist ohne starke Zivilgesellschaft nicht zu haben.